Hallo, herzlich willkommen. Heute mal bei einem ganz anderen Museum. Ja, mir wird schon ganz komisch. Aber das gehört auch irgendwie dazu, wenn man hier in Polen ist. Und Krakau ist nicht weit vom ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz. Ich war schon mal hier mit meiner damaligen Abschlussklasse und es war sehr bewegend. Und ich habe Marco gefragt, ob er nicht mit mir noch einmal hierher kommen möchte. Genau, Susi wollte mir eine Freude machen und hat gesagt, so, sie bucht mal ein Ticket für uns, für Auschwitz. Naja, was heißt eine Freude? Ich finde das sehr wichtig, mal hier gewesen zu sein. So. Und Absolut. da sind wir. Cool. Du Ja, hast Tickets im Vorfeld online gekauft? genau, weil das macht auch total Sinn, wenn man so eine geführte Tour machen möchte. Wir machen eine auf Englisch mit, dann muss man die schon eine Woche, anderthalb Wochen vorher im Internet buchen, weil ja, die Tickets begrenzt sind. Genau, die Leute stehen da hinten an, müssen wir nicht, wir laufen direkt da rein. Es ist schon auffällig, dass gerade bei diesen jüdischen Museen immer diese Sicherheitskontrollen sind, ne? Ja, ich habe auch eben gefragt, warum wir denn nochmal unsere ID zeigen müssen. Das ist ja ein Museum, öffentliches. Und ja, die Begründung war, weil die Tickets genau auf unsere Namen ausgestellt sind. Ja, aber wie gesagt, trotzdem wie am Flughafen, Sicherheitsschranke, alles nochmal durchleuchten. Mhm. Normalerweise ist ja bei Richtung Himmelblau immer ein bisschen Humor mit an Bord. Und vor allen Dingen versuchen wir auch mit einem Augenzwinkern zwischen den Zeilen unsere Videos zu machen. Aber bei diesem Video, da ist uns dann doch jegliches Lächeln abhanden gekommen. Auschwitz. Ein Name, der sich für immer wohl in den Tiefen der menschlichen Geschichte eingebrannt hat. Ein Ort des unermesslichen Leids und der unvorstellbaren Grausamkeiten, der während des Holocaust zur Brutstätte des Todes wurde. Es ist auch schwierig, über Auschwitz zu reden, ohne von tiefen Emotionen überwältigt zu werden. Aber es ist ja auch irgendwie unsere Pflicht, diese Erinnerung an ein finsteres Kapitel der Menschheit aufrechtzuerhalten. Also an der Stelle mal danke Susi, dass du mich dazu überredet hast. Die Entscheidung zur systematischen Vernichtung der Juden wurde mit dem Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 und der Eroberung von Gebieten, in denen viele Juden lebten, endgültig getroffen. Dies war wohl der Beginn der sogenannten Endlösung der Judenfrage. Lange versuchten die Nazis ihre Pläne für die Gräueltaten geheim zu halten. Auch aus diesen Gründen wählte die Nazi-Führung für ihre Vernichtungslager den Standort Polen. Man hatte gedacht, dass die Welt nicht so genau auf Polen schaut. In den Jahren 1942 bis 1945 wurden in Vernichtungslagern wie Auschwitz, Sobibor, Treblinka und Borzec und anderen Orten in Polen Millionen von Juden ermordet. Dies geschah hauptsächlich durch Vergasung in Gaskammern, aber auch durch Zwangsarbeit, Hunger, Misshandlung und medizinische Experimente. Auschwitz, offiziell auch bekannt als Auschwitz-Birkenau, war das größte Vernichtungslager des Dritten Reiches. Es wurde 1940 in der Nähe der polnischen Stadt Oswiecim gegründet und entwickelte sich schnell zu einem Symbol für den systematischen Völkermord an den Juden. Die Entscheidung, Auschwitz als Standort für ein Konzentrationslager zu wählen, war teilweise auf die bereits vorhandene Infrastruktur zurückzuführen. Die Nähe zur Stadt und die vorhandene Eisenbahnverbindung erleichterten den Transport von Häftlingen und natürlich auch die Versorgung des Lagers. Die Nazis wählten Orte für Konzentrationslager oft in abgelegenen Gegenden, um sie vor neugierigen Blicken und potenziellen Aufständen der Häftlinge zu schützen. Auschwitz-Birkenau wurde in einer relativ isolierten Gegend errichtet, was es den Nazis ermöglichte, ihre grausamen Aktivitäten weitgehend geheim zu halten. Und um das gesamte Gelände gab es eine Sperrzone von 50 Kilometer. So kam also auch niemand rein, der sich für die Vorgänge im Konzentrationslager interessierte.
Und auch Anwohner haben so nichts von den Vorkommnissen in Auschwitz-Birkenau erfahren. Die Zahl der Opfer in Auschwitz ist schockierend. Über 1 Million Menschen, darunter Männer, Frauen und vor allem auch Kinder, wurden hier ermordet. Für mich einer der emotionalsten Momente war hier auch die Ausstellung von Schuhen, wobei dort auch Kinderschuhe lagen. Und ich musste natürlich irgendwie auch an Lotti denken, denn vermutlich hat auch irgend so ein Kind in ihrem gleichen Alter diese Schuhe getragen. Ihre Namen und Geschichten sind in den Tiefen der Geschichte verloren gegangen. Aber wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass es sich bei diesen Menschen um individuelle Leben gehandelt hat, die von Hass und Vorurteilen ausgelöscht wurden. Ja, vielen Dank, Susi, für diese kleine Überraschung. Ja, Ja, muss auch mal sein. ja, da passt der Himmel ein bisschen dann zur Stimmung, ne? Aber ich glaube, das muss man sich schon mal geben. Also es trübt halt die Stimmung, aber Ja. Lotti würde ich hier noch nicht mit hernehmen. nee, Also das ist echt zu hart. ja, Vielleicht eher so, keine Ahnung. wenn sie es in der Schule haben. Ja. Ich glaube, das reicht aus. Ich glaube auch. So, wir müssen jetzt unseren Transfer nach Auschwitz nehmen. Der Shuttlebus wartet hier hinter uns und der nimmt Genau. uns jetzt wieder mit zum ersten Teil des Museums. Genau, man muss nämlich mit dem Bus irgendwie zwischen den beiden Lagern hin und her. So, In diesem Sinne, macht es gut, macht es besser. Haltet die Ohren steif. Bleibt gesund. tschö mit Öl. Das Ding. Ach Mann, jetzt nimmt er das nicht auf.